Ich bin ja da schon sehr emotional und ideenreich, aber auch sehr begeisterungsfähig, aber das flacht dann auch manchmal schnell auch wieder ab und irgendwie brauche ich so ein bisschen jemand, der mich da auch so unterstützt und so ein bisschen in eine Struktur reinbringt. Klar, in eine Struktur zu kommen, wirklich mal so dieses organisatorische und zielorientierte und gleichzeitig aber immer auch dieses, was ist jetzt gerade dran? Und diese Möglichkeit, auch in diese emotionale Arbeit zu gehen. Das gibt sehr, sehr viel Sicherheit, wo ich immer mehr jetzt so die Bestätigung, doch, ich möchte das und wenn ich da auch dranbleibe, dann kann ich das auch. Du hast mich da unterstützt, dass ich da jetzt wirklich hingekommen bin und es hat auch einfach so viel Spaß gemacht. Tina, super schön, dass es geklappt hat für gemeinsames Gespräch. Ja. Und auch ein Riesendanke, dass du bereit bist, über deine Erfahrungen zu sprechen. Stell dich aber am besten direkt selbst mal vor. Wer bist du, was machst du und wie sieht dein Leben gerade aus? Ja, erstmal vielen Dank, Joachim, dass ich da sein darf. Hab mich sehr gefreut. Und ja, also mein Name ist Tina Gann und ich habe 15 Jahre in der Sterbebegleitung gearbeitet, ambulante, stationäre Palliativversorgung und dann noch 7 Jahre 2 Hospize geleitet. Und ja, irgendwann war dann im Jahr so Mitte 24 irgendwie so ein Gefühl, dass ich bei einer Vorstellung der Hospizarbeit, ich habe ja immer gerne Öffentlichkeitsarbeit gemacht und mein Herzensthema Tod und Sterben, den Menschen näher zu bringen und Ängste abzubauen, habe ich immer unheimlich gerne gemacht, war aber irgendwie so, ich mache immer alles nicht 100, sondern 150% und immer mit dem ganzen Herzen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, es war an diesem Abend anders. Irgendwie war es anders. Und bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und so ein bisschen reflektiert und ja, es war dann irgendwie so, obwohl ich die Arbeit geliebt habe, es ist was Neues dran. Und da ich, auch als die Kinder klein waren und selbst mal schwer beziehungsweise sogar lebensbedrohlich erkrankt war, aber trotzdem nie eine Pause gemacht habe, immer durchgearbeitet, immer im Funktionsmodus, war dann irgendwie so, okay, ich kündige und gehe jetzt mal raus aus allem. Und es war dann so, dieses Jahr 2025 ist mein Jahr. Ich muss wirklich mal die Zeit für mich, gibt auch noch einiges, auch aus dem privaten Umfeld, so zum Aufarbeiten, habe ich ja vieles gut verdrängt. Und ja, habe mir einen alten Camper gekauft und bin mit meinen 3 Hunden für mehrere Monate nach Italien gefahren. Davon dann auch nach ganz Süditalien runter, habe dann mehrere Wochen in einem Tierheim ehrenamtlich gearbeitet und war dann doch ziemlich alleine, einsam, auf das eigene Sein zurückgeworfen und war eine sehr spannende, sehr interessante, intensive Erfahrung. Und als ich dann zurückkam, war dann erstmal so, okay, und jetzt? Wie ging es dir damals? Als du zurückgekommen bist, wie war das dein Zustand? Wie ging es dir? Ja, auf der einen Seite habe ich mich wirklich gefreut, wo ich auch irgendwie dachte, okay, bei allem, was schwierig ist, aber ich bin doch gerne zurück nach Deutschland gekommen. Auch in meinem Ort, wo ich jetzt wohne, fühle ich mich wohl. Und es war schön und gleichzeitig habe ich gemerkt, es war so ein intensiver Prozess. Es hat sich so vieles in mir, mit mir verändert und ich bin so raus aus diesem System, dass ich irgendwie dachte, jetzt im Moment, ich kann jetzt nicht einfach wieder mir irgendeine Arbeit suchen in Angestelltenverhältnis und ganz normal weitermachen. Und das war auf der einen Seite ja auch wirklich so ein bisschen ein befremdliches, beängstigendes Gefühl. So, ich bin jetzt raus und gehöre irgendwie auch nicht mehr so dazu. Das heißt, man könnte jetzt sagen, damals zu dem Zeitpunkt, als du dich entschlossen hast, ein Coaching zu nehmen, warst du ja nicht in einer Lebenskrise oder Burnout oder irgendwie, sondern dir ging es ja prinzipiell schon sehr gut. Du hast auch gut im Leben gestanden und hattest viele Optionen und trotzdem hast du ja dann irgendwie überlegt, ein Coaching zu machen. Ja. Was war der Beweggrund für dich? Ja, aber mir war schon klar, ich habe viele Ideen und was ich so machen könnte.
auch so der Ansatz, dass ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt auch so weit in meiner Entwicklung. Manche sind schon mit 20 oder mit 30. Ich hatte jetzt eben erst mit über 50 das Selbstbewusstsein, so Richtung Selbstständigkeit zu denken und ja, ganz vieles. Aber dann dachte ich auch irgendwie so, ich bin ja da schon sehr emotional und ideenreich, aber auch sehr begeisterungsfähig, aber das flacht dann auch manchmal schnell auch wieder ab und irgendwie brauche ich so ein bisschen jemand, der mich da auch so unterstützt und so ein bisschen in eine Struktur reinbringt. Das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Okay. Was ist dann passiert in dem Coaching? Beschreib das gerne mal aus deiner Sicht. Also wie war das für dich? Ja, also es ist erst ja mal interessant gewesen, wie es dann überhaupt auch zustande kam, weil ich hatte dann auch eine Freundin, die auch ganz viele Coachings und intensive Seminare gemacht hat, mal gefragt, hast du vielleicht irgendwie mir eine Adresse, eine Idee oder so? Und dann hat sie auch mir nur geantwortet, nee, man findet sich. Und als ich gar nicht erst angefangen habe zu suchen, kam ich dann über den Stefan, der mir dann das weitergesendet hat mit dem Podcast zu dir. Und dann haben wir ja unser Erstgespräch geführt und dann war irgendwie gleich klar, okay, das könnte passen. Auch mit dem ganzen doch sehr umfangreichen Angebot, das du hast. Okay, ja, fand ich auch toll, dass du dann den Mut hattest, auch dann zu sagen, okay, wir starten jetzt und machen das auch. Es war ja dann auch recht schnell. Ja, das war eine ziemlich schnelle Entscheidung dann auch innerhalb von einer Woche und dann haben wir auch gleich losgelegt. Ja. Wir haben ja du hast das 3-Monats-Coaching, Finde deine Mission bei mir gemacht. Ja. Haben ein bisschen länger, glaube ich, jetzt gemacht, also gut 4,5 Monate jetzt gearbeitet durch den Prozess. Beschreib mal, wie war es für dich? Was ist passiert bei dir? Also was mir halt von Anfang an so gut getan hat, war wirklich dieses ja klar, gab es irgendwie so wie das Ziele, wie es vorzugehen hat, aber doch auch eine sehr große Offenheit, wie dieser Prozess gelaufen ist. Und am Anfang habe ich mich, ja, das ist nicht meine Kernkompetenz, ein bisschen schwer getan, wirklich in diesen Modulen mich da durchzuarbeiten. Das ist ja dann doch auch so ein bisschen trocken, aber wenn man dann mal anfängt, so wirklich mal zu reflektieren und dann auch bei sich selber ehrlich in die Tiefe zu gehen, die ganzen Fragen zu beantworten, dann merkt man schon, das ist absolut hilfreich. Und ja, wo will man eigentlich hin und was sind so die Stärken, was sind so die Erfahrungen, die man erlebt hat, wie ist man damit umgegangen, wie sieht man da jetzt drauf? Das weiß man ja alles, aber dann nochmal wirklich genau sich die Zeit zu nehmen, hinzugucken, also das fand ich zu Beginn schon mal richtig gut, war sehr hilfreich für mich und genauso auch sofort die Möglichkeit zu haben, in eine Vernetzung zu kommen mit der Community, mit den Calls, die regelmäßig stattfinden, auch das Input, das dann kommt und der Austausch, dass man auch so sieht, okay, da sind ja auch Menschen, die sind genauso auf dem Weg. Weil teilweise hatte ich auch so das Gefühl, dass mich manche Menschen von früher nicht mehr so verstanden haben, weil man sich in so einem Prozess einfach verändert. Und das ist schön und positiv, aber manchmal ist es natürlich auch schon wirklich herausfordernd. Und wenn man dann so sieht, wir möchten ja immer auch irgendwie trotzdem dazugehören, fand ich das wirklich schön, das so zu sehen. Und ja, wie dieses Lockere, ich konnte mir die Zeit nehmen oder du hast mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Und gleichzeitig war ja schon manchmal, okay, bis dann und dann sollte aber, was ich ja auch brauche, das und das mal angegangen werden. Und diese zusätzlichen Bausteine, weil auf der einen Seite klar in eine Struktur zu kommen, wirklich mal so dieses organisatorische und zielorientierte, ich nenne es jetzt mal trockene Arbeiten und gleichzeitig aber immer auch dieses, was ist jetzt gerade dran? Und diese Möglichkeit, auch in diese emotionale Arbeit zu gehen. Und da hatten wir geplante Sitzungen, dass wir da mal wirklich in die Tiefe gehen und aber auch dieses in Situationen, wo es mir gerade nicht gut ging,
okay, jetzt machen wir was ganz anderes, sondern wie es im Leben so ist, was ich ja auch immer von der Arbeit kannte, wenn man mit Menschen arbeitet und gerade bei dem Thema Tod und Sterben, wo es eben manchmal richtig emotional ist, dann hatte man eigentlich heute irgendwie ein Thema eines Gespräches für irgendwas angedacht und dann passiert aber was ganz anderes und es ist was ganz anderes dran. Mhm. Und dann ist es plötzlich kein Gespräch mehr, aber ja, wie ich da von dir abgeholt wurde in diesen Situationen, das war unfassbar wertvoll für mich. Dankeschön. Wo ich auch danach wirklich, ist ja auch immer so ein Wort, was häufig verwendet wird, aber auch gut so, diese Selbstwirksamkeit, um dann auch danach direkt festzustellen, wow, mir geht's jetzt wieder viel besser. Mhm. Mhm. Was hat sich geändert bei dir, wenn du jetzt vergleichst, deine Ausgangssituation im Vergleich zu jetzt? Was hat sich bei dir verändert? Also erstens mal habe ich jetzt in diesem Prozess, ich habe ja dann begleitend noch, hatte ich dir ja auch erzählt, von diesem Positionierungsworkshop, nochmal ergänzend diese Klarheit, aber auch durch dieses immer wieder Vision Board, Mission, dass es ist so wichtig, da wirklich dran zu bleiben und immer wieder in diese Vorstellung zu kommen, will ich das wirklich, sich auch wirklich immer wieder regelmäßig zu hinterfragen? Ist das jetzt mal kurz so ein Hirngespinst oder willst du wirklich diesen Weg? Und der wird sicherlich nicht einfach sein und da wird es auch einige Stolpersteine geben. Aber wenn man da sich ehrlich immer wieder hinterfragt und immer wieder neu, das gibt sehr, sehr viel Sicherheit. Wo ich immer mehr jetzt so die Bestätigung, doch, ich möchte das und wenn ich da auch dran bleibe, dann kann ich das auch. Also da ist, glaube ich, nochmal durch meine vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch gerade ich hatte natürlich Angst, alleine jetzt mit dem Wohnmobil mit 3 großen Hunden, ohne Vorbereitung, einfach nach Italien zu fahren, in den tiefsten Süden. Aber ich habe es gemacht. Also wie gesagt, viele Erfahrungen und aber auch okay, jetzt habe ich dieses Coaching und habe mich mit diesen Themen auseinandergesetzt, wo ich mich auch wirklich schwer getan habe. Auch gerade so diese Computersachen, wie du ja weißt, habe ich mich dann doch so nach und nach mit einer Unterstützung dran getastet. Dann nochmal eine ganze Portion mehr Selbstbewusstsein aufgebaut. Mhm. Wo würdest du sagen, stehst du jetzt? Was ist jetzt dein Standpunkt? Dass ich jetzt tatsächlich loslegen kann. Also ich fühle mich jetzt so, ich habe auch nochmal so viel Handwerkszeug, auch tatsächlich Neues gelernt. Und auch wenn ich schon tief in dem Thema Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung drin war, ja, da kam doch nochmal einiges dazu. Und auch die Seelenreise und wo wir auch nochmal wirklich in die Tiefe gegangen sind, kam auch nochmal weitere Klarheit dazu, dass ich mich jetzt so gut und sicher fühle, dass ich auch weiß, dass ich zwischendurch bestimmt Enttäuschungen erleben werde. Ich werde stolpern, aber ich werde es tun und ich bin davon auch jetzt so sicher und so überzeugt, dass es jetzt dran ist. Mhm. Und ja, das war jetzt der perfekte Zeitraum. Es hat jetzt so richtig gepasst. Die Bekleidung macht sich selbstständig. Ja, genau. Erzähl doch mal, du hast ja einiges vor. Also du hast ja einen ganz guten Plan aufgestellt jetzt oder hast auch eine große Vision. Erzähl mal, also was kommt jetzt bei dir? Was hast du vor? Ja, wir hatten das ja herausgearbeitet mit der Selbstständigkeit und da war ich mir auch noch so ein bisschen unsicher, hatte ja so mehrere Optionen, weil bei meinem Herzensthema Tod und Sterben möchte ich ja bleiben, aber eben jetzt auf eine andere Art und Weise meine Botschaft in die Welt zu tragen, weil Angst eben für ganz viele Übel auf dieser Welt mitverantwortlich sind und die größte Angst, die viele Menschen eben haben, ist nun mal die vor dem Tod und Sterben, weil es wir einfach nicht wissen. Und je mehr man eben darüber weiß,
man kann sich natürlich nicht darauf vorbereiten, aber je mehr man über irgendwas weiß, desto weniger Angst muss man haben. Okay, also Tod und Sterben ist ja dein Thema. Aber du hast jetzt doch einiges vor. Also du hast auch schon 2 Bücher geschrieben zu dem Thema. 3? Stimmt, 3 waren es. Stimmt, das ist mir das letzte Mal schon passiert. 3 Bücher dazu geschrieben. Und erzähl mir noch ein bisschen, was hast du jetzt genau vor zu dem Thema? Also was soll jetzt passieren? Genau, also Vielleicht kann man gleich ein bisschen Werbung auch für das machen, was du jetzt vorhast an der Stelle. Genau, also es wurde jetzt ja ein bisschen konkreter, dass ich definitiv bei diesem Thema Tod und Sterben bleiben möchte, aber jetzt auf einem anderen Weg meinem Herzen folgen möchte und trotzdem meine Botschaft in die Welt zu tragen. Und erst dachte ich so in die Richtung, ja, Vorsorgeplanung, aber es ist, glaube ich, wirklich mehr so diese Menschen direkt zu erreichen und zu berühren mit diesem Thema, dass er so sehr angstbesetzt ist. Der Tod ist ja immer so ein Schrecken vor allem und so schlimm und so furchtbar. Und ich sehe es anders, deswegen heißt ja auch mein letztes Buch, Den Tod umarmen, dass man es ja mal so sehen könnte, den Tod als Geschenk zu betrachten, weil nur er uns zeigt, wie wertvoll unser Leben ist. Weil wenn wir jetzt sagen würden, okay, Joachim, wir treffen uns in 1000 Jahren wieder und machen unseren nächsten Podcast, es wäre nicht wertvoll, was wir austauschen würden und ja, das Zusammensein wäre nicht wertvoll. Und wenn das Leben mit Leben gefüllt ist, dann ist das Leben eines Tages nicht beendet, sondern vollendet. Und dass der Tod definitiv nichts Böses und nichts Schlechtes ist. Und da er aber auch so angstbesetzt ist mir so mein erster Schritt, um gegen diese Angst anzugehen, dass ich jetzt, um da reinzukommen, in die Selbstständigkeit oder auch Sichtbarkeit, dass man zumindest mal so ein bisschen was über den Tod erfahren kann, mache ich jetzt einen Lauf von Basel nach Arnheim. Weil das Leben ist in Bewegung, es verändert sich ständig. Das heißt ja auch so der Fluss des Lebens, mal ist die Strömung schneller, mal ist es ein bisschen aufgewühlter, mal ist das Gewässer ein bisschen seichter. Und ja, der Rhein verbindet Länder, hat auch so was Verbindendes. Und dann kam ich irgendwann noch so auf die Idee, ja Wahnsinn, er fließt ja komplett durch die Schweiz, durch Deutschland und durch die Niederlande. Und es sind gerade auch noch 3 Länder mit unterschiedlichen Gesetzeslagen zum assistierten Suizid. Auch da, die Menschen zu erreichen, zu sensibilisieren, zu reflektieren, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und in welcher Gesellschaft wollen wir schließlich sterben. Und das ist jetzt so mein nächstes Projekt, das ansteht, diesen Lauf, wo ich Unterstützer benötige und natürlich auch mich riesig freue, Menschen zu bewegen, zumindest Teilabschnitte, und wenn es nur 5 Kilometer sind, mitzulaufen. Man muss ja sagen, jetzt nochmal so für alle, die hier zuschauen, also du startest zwar jetzt erst deine Selbstständigkeit oder ich sag mal dein Unternehmen, aber du bist 3-fache Buchautorin und du bist auch Speaker zum Thema, also du hast da schon viele Vorträge gemacht und vielleicht auch hier nochmal Werbung, wenn jemand sich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt oder denkt, das ist wichtig, man darf dich buchen für Speeches, also für Vorträge. Und du suchst auch noch Unterstützung eben für den Lauf, wo du machst, also auch für Werbepartner, glaube ich, oder Sponsoring dafür. Genau, weil wenn das natürlich entsprechend vermarktet ist, die Leute müssen ja wissen, wann ich wo bin und dass es das gibt. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Ja. Also wir verlinken die ganzen Infos von Tina Zinn unter dem Podcast direkt, wer da Interesse hat, gern die Tina kontaktieren. Nochmal zurück zu dem Coaching. Abschließend, was würdest du sagen, war wirklich wertvoll für dich in dem Prozess, jetzt wo du am Ende bist? Also diese ganze Kombination, wirklich dieses strukturierte Arbeiten, dieses Reflektieren, dieses auch Wiederholen und dranbleiben und wirklich nochmal zu gucken, Vision Board,
braucht es doch nochmal ein anderes Bild oder muss was wieder raus, was Neues dazu, wirklich da so dran zu bleiben. Und diese Vielfältigkeit, also diese ganzen Ansätze, die du da mit reingebracht hast, auch wirklich dieses, ja, auch spirituelle und stringente, diese Kombination, die war so wertvoll für mich, dass man, wo mir auch nochmal gezeigt hat, es wird ja so oft immer schwarz oder weiß. Und dieses spirituell, das sind ja dann die Spinner, die irgendwie in andere Sphären, nein, man kann das verbinden. Und wir bestehen nun mal aus Körper, Geist und Seele. Und alles ist gleichwertig, da ist nichts. Und es gibt immer dieses Und. Und diese Kombination, das war für mich, hätte es nicht besser laufen können. Super, schön. Wie ging es dir mit der emotionalen Arbeit? Wir haben ja auch ein bisschen emotionale Arbeit gemacht. Wie hast du das empfunden? Das war fantastisch. Und ich hätte auch tatsächlich mir nicht vorstellen können, dass das virtuell über die Distanz geht, dass man so in die Tiefe kommt. Mhm. Und ja, ich hatte ja auch schon einiges davor ausprobiert mit Hypnose und Rückführungen und Familienaufstellungen. Aber das hat noch gefehlt. Also diese Sessions, die wir hatten, das war noch so dieses Sahnehäubchen, wo ja auch gerade The Journey, diese Seelenreise, was wir ja dann quasi auch fast zum Abschluss gemacht haben, wo ich, glaube ich, wirklich bei meiner Seele angekommen bin in der Tiefe. Das war so ein wertvolles Erlebnis und da angekommen zu sein und dann war, ja, es passt, es ist gut. Schön. Ja, es war wirklich ein super schöner Prozess. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich dabei zu begleiten oder begleiten zu dürfen. Letzte Frage, du hast mit mir zusammengearbeitet, sehr intensiv. Was würdest du sagen, für wem ist so ein Coaching geeignet und vielleicht auch für wem nicht? Also für wen nicht, kann ich, glaube ich, schnell beantworten. Also derjenige ist selber schuld, weil man immer die Möglichkeit hat, wenn man offen ist und man muss sich da auch nicht festlegen, dass es jetzt nur so und so laufen soll, sondern ich könnte mir eigentlich vorstellen, wirklich mit diesem breit gefächerten Angebot, dass es für jeden was ist. Also natürlich die Voraussetzung ist die Bereitschaft, dass man sich weiterentwickeln möchte. Und ja, und von daher für wirklich alle Menschen, die in irgendwie was Neues starten wollen und in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt wirklich in eine Selbstständigkeit ist oder ein Jobwechsel, wo sie sich nicht trauen und sich selber im Weg stehen oder auch in einer Lebenskrise, Sinnkrise, mit Beziehungen, also weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn man jetzt einen schwierigen Partner hat, dann kann das manchmal schon eine weniger schöne Erfahrung sein und gleichzeitig hat es aber auch was mit einem selber zu tun. Und auch da, wenn man da nochmal Unterstützung braucht, in die Stärkung zu gehen, ob es einfach jetzt noch passend ist oder nicht, auch da haben wir ja zwischendurch dran gearbeitet, dass ich noch an was Altem hing und eigentlich normalerweise gut loslassen kann. Aber woran hing es denn? Daran, weil es war offensichtlich, dass es einfach nicht mehr dran ist. Und trotzdem war es phasenweise schwierig. Und da immer wieder in die Erdung zu kommen, nee, es hat einen Grund gehabt, dass das so passiert ist. Und es ist gut so. Und da hast du mich auch einfach so gut abgeholt, dass auch wenn die Tränen geflossen sind, danach, nee, alles gut. Schön, ja, vielen, vielen Dank, dass du das so offen geteilt hast, deine Erfahrungen und auch hier vor der Kamera getreten bist damit, also wirklich lieben Dank von mir. Und ja, ich werde deinen Weg auf jeden Fall weiter beobachten, ich bin sehr gespannt, ich gehe mal davon aus, dich werden wir jetzt öfters vor der Kamera sehen. Wäre schön. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg wirklich für das, was du vorhast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Und es ist für mich auch schon irgendwie auch eine Ehre, wenn ich merke, wenn Menschen zu mir kommen und ich einfach helfen darf, ne, die da so ein Stück weiter zu
dass du ein Stück weiterkommst und es beeindruckt mich schon, was du vorhast. Auf jeden Fall, muss ich sagen, ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor dir. Viel Glück und viel Erfolg dafür. Und ich danke dir. Du hast mich da unterstützt, dass ich da jetzt wirklich, wirklich hingekommen bin. Und es hat auch einfach so viel Spaß gemacht. Also wir haben ja auch zwischendurch so unfassbar viel gelacht. Absolut, absolut. Schön, ja, vielen Dank. Ich danke dir.